Wir biegen auf die Zielgerade meiner EM-Prognose ein. Halbfinale Nummer 1. Deutschland gegen Albanien, David gegen Goliath. Das ist natürlich ein Duell mit viel Überraschungspotenzial. Vor allem, weil die Albaner bis ins Halbfinale hier vorgedrungen sind in meiner Prognose. Die haben unter anderem Österreich geschlagen im Viertelfinale und haben sich gegen die Türkei im Elfmeterschießen dann durchgesetzt im Achtelfinale. Beide Halbfinalspiele in Dortmund, weil das Stadion von München, das gibt's ja hier nicht in dem Spiel, das gibt's nur bei einem anderen Fußballsimulationsspiel, von daher beide Halbfinalspiele hier in Dortmund, das Finale aber dann natürlich in Berlin. Und wir gucken mal, ob sich die deutsche Mannschaft hier heute durchsetzen kann. Alles andere wäre natürlich eine faustdicke Überraschung. Die Größe vielleicht der EM-Historie oder seit Griechenlands Sieg bei der EM 2004 oder Dänemarks EM-Sieg 1992, als man ja eigentlich gar nicht mit dabei war. Und nur dann noch bei der EM mit dran teilgenommen hat, weil aufgrund des Jugoslawienkrieges, glaube ich, dann die jugoslawische Nationalmannschaft nicht mitmachen durfte. Und die Dänen sind danach gerückt. Hier haben wir schon mal die erste gelbe Karte. Es geht also schon mal heiß her hier. Toni Kroos, sein vorletztes Spiel oder sein letztes Spiel als Fußballprofi. Er hört ja auf nach der Europameisterschaft. Natürlich wäre es absolut krass, wenn er sich mit einem Titel verabschiedet. So viel Titel auf Vereinsebene geholt. Der Europameistertitel fehlt ihm noch. Mal gucken, ob er zumindest hier in der Prognose sich dann krönen wird. Die Deutschen auf jeden Fall bemüht, klar von Anfang an hier das Heft in die Hand zu nehmen. Das sah gegen Tschechien teilweise gerade in der ersten Halbzeit sehr dürftig aus. Die Tschechen immer wieder zu Chancen gekommen. Aber dann in der zweiten Halbzeit vor allem ein Doppelschlag zum 3:1. Dann das 3:2 kurz vor Schluss. Und die Albaner kommen zum ersten Mal. Aufgepasst. Erste Chance abgefälscht. Von Bayrami und Jonathan Tah steht dazwischen. Also auch die Albaner, die sich hier ins Halbfinale verirrt haben. Das wäre natürlich eine richtig krasse Geschichte, wenn die das auch in echt irgendwie hinbekommen. Aber es wird sehr schwer. Wenn überhaupt als bester Gruppendritter. Mal gucken, als Gruppenzweiter wäre auch theoretisch noch möglich. Dazu müssten sie aber gegen Spanien gewinnen. Vielleicht haben sie es ja auch gemacht. Standaufnahme des Videos hier. Spielen sie heute gegen Spanien und Kroatien spielt gegen Italien. Da wird sich dann auch entscheiden, ob sie es geschafft haben oder nicht. Mita jetzt auf der linken Seite gegen Kimmich. Oh, das geht ein bisschen zu einfach. Wieder bei Rami und da ist Aslani. Nächste Chance und wieder Jonathan Tah dazwischen. Also darauf wird es natürlich heute auch ankommen, defensiv hier gut zu stehen und natürlich vorne wieder eiskalt zu sein. Genauso wie gegen Tschechien. Die Chancen, die man dann hatte, die hat man dann halt auch gut genutzt. Und gerade heute und dann in einem möglichen Finale, entweder gegen Spanien oder gegen Frankreich. Das ist dann unser zweites Halbfinale. Muss man genauso effizient sein, um sich dann am Ende die Krone aufzusetzen. Und Deutschland kommt vorne über Havertz, der den Ball leider nicht festmachen kann. Dann gehen sie ins Pressen rein und dann holen sie sich den Ball zurück. Jetzt die Chance über Musiala. Auf der rechten Seite hat er ein bisschen Platz gegen 2 Mann. Der wird natürlich gedoppelt, gedribbelt. Wollte ich gerade sagen, getrippelt. Mit 3 Mann zugestellt. Man weiß natürlich auch warum. Und wieder die Albaner, die das bislang richtig gut machen. Rüdiger wird da ausgetanzt wie ein Schuljunge. Broja. Jetzt aus Spitzenwinkel, auch gegen Tah, aber der ist wieder da. Der momentan also 2-3 Mal richtig gut geklärt hat. Und die Deutschen eventuell vor einem Rückstand bewahrt. Und die Albaner machen genau da weiter, wo sie hier in unserer Prognose aufgehört haben. Sind sehr unangenehm zu bespielen. Hinten stehen sie bislang eigentlich relativ sicher. Also Deutschland hat noch nicht viel nach vorne bekommen auf die Kette. Und es gibt den nächsten Eckball für Albanien. Nach dem Seferi da geköpft hat, wieder bei Rami mit der Ecke. Also wenn man so möchte, wenn man das neutral hier betrachtet oder objektiv, ist Albanien zurzeit das etwas stärkere Team mit mehr Aktion nach vorne. Das ist dann doch ein bisschen überraschend. Der Albanien kommt schon wieder mit Ismaili. City da auch von 2-3 Mann zugestellt. Das Pressing funktioniert ganz gut, aber nach vorne. Da hakt es momentan noch so ein bisschen. Jetzt vielleicht mal Musiala. Kimmich auf der rechten Seite hat jetzt Platz. Müsste wieder Musiala eigentlich mitnehmen. So ist es. Gündogan wäre in der Mitte frei. Ja, Musiala auf eigene Faust gegen 2 Mann und Gündogan dann im Abseits
Und es geht ja, wenn man schnell und direkt nach vorne spielt, möglichst noch nicht ins Abseits. Hier sehen wir nochmal, dass wir auch, wenn dann überhaupt ganz, ganz knapp, das linke Bein und noch ein bisschen mehr dann im Abseits. Wieder der Versuch zu klären, das Pressing klappt leider diesmal nicht und schon wieder die Albaner vorne, immer mit 2-3 Mann, sehr, sehr präsent, aufgepasst. Joshua Kimmich auch rustikal, auch mit einer gelben Karte, also es geht hier um viel. Natürlich jetzt nach Toni Kroos auch Joshua Kimmich mit Gelb verwarnt, auch immer die Gefahr, sich noch eine gelbe Karte abzuholen, das ist auch sehr, sehr rustikal. Vielleicht sogar auch ein bisschen Frust mit dabei, weil es halt momentan nicht so rund läuft, muss man auch dazu sagen. Also die Albaner, wie ich gerade schon mal gesagt habe, sind schon das stärkere Team, mehr Aktion nach vorne. Jonathan Tah hinten hält momentan auch die Null. Hat da 2-3 Mal richtig gut geklärt und Deutschland muss sich irgendwas einfallen lassen. Das kann über 90 Minuten nicht gut gehen. Auch gegen eine Mannschaft wie Albanien. Jetzt vielleicht mal Kroos. Und Gündogan versucht da Musiala mitzunehmen, aber bislang noch sehr, sehr harmlos. Und die Albaner spielen das hinten ganz souverän raus mit 2-3 Kontakten und sind schon wieder mit 4 Mann vorne. Und Jonathan Tah ist aber wieder dazwischen. Also das ist aus deutscher Sicht so der beste Mann, würde ich sagen, bislang des Spiels. Und vorne müsste es jetzt auch mal ein bisschen schneller und ein bisschen genauer gehen. Aber hier auch wieder zu sehen, die Albaner sind direkt da, stehen den Deutschen immer auf den Füßen. Und es ist halt auch immerhin ein Halbfinale, das merkt man. Niemand will so richtig was riskieren, aber wenn irgendeiner nach vorne spielt, dann ist es wie gesagt Albanien. Die auf jeden Fall stärker spielen, als man das hier vorher erwartet hat. Vielleicht jetzt nochmal die Chance. Nachspielzeit läuft schon über Havertz. Musiala vielleicht jetzt die erste Chance vor der Pause. Gündogan, Musiala und der Schiri pfeift ab, weil es wäre auch abseits gewesen. Also wir haben bislang eine sehr, sehr dürftige Leistung der Deutschen. Albanien ein bisschen besser. Auf beiden Seiten steht aber noch die Null. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter hier beim ersten Halbfinale zwischen Deutschland und Albanien. Weiter geht's hier, Dortmund mit Halbfinale Nummer 1, Deutschland gegen Albanien, die Deutschen mit 0 Schüssen. Das ist, glaube ich, die schwächste Halbzeit, die sie hier in der Prognose bislang abgeliefert haben. Albanien schon mit 3 Schüssen, alle 3 Schüsse geblockt von Jonathan Tah. Ballbesitz ungefähr ausgeglichen, aber danach geht's halt nicht. Die Deutschen brauchen auf jeden Fall eine Leistungssteigerung, sonst geht das hier nicht mehr lange gut und dann scheidet man hier kurz vor dem Ziel, kurz vor dem großen Ziel, Europameisterschaftssieger im eigenen Land aus im Halbfinale und das wäre Stand jetzt nicht mal unverdient, weil Albanien das wirklich sehr gut macht. Hüsey auf der Außen, Wirtz ist dazwischen, gibt direkt wieder den nächsten Eckball. Kurz nach der Pause. Und der wird natürlich wie alle anderen Eckbälle auch getreten von Bayrami. Mal gucken, ob er wen findet. Aber eigentlich sind die Deutschen von der Größe her im Vorteil. Neuer kommt, fängt den souverän. Und jetzt müsste es auch mal ein bisschen schneller gehen. Aber Neuer braucht dann zu lange. Die Albaner haben sich schon wieder sortiert. Jetzt vielleicht mal Wirtz, der sich die Bälle auch ein bisschen tiefer abholt. Der ist auch sehr blass bislang geblieben. Unsichtbar fast, genauso wie Musiala, der es das ein oder andere Mal versucht hat, aber trotzdem Albanien, die kommen immer wieder ins Gegenpressing, machen das wirklich momentan richtig, richtig gut, machen im Prinzip da weiter, wo sie auch in der ersten Halbzeit aufgehört haben und kriegen jetzt den Freistoß. Und natürlich legt sich Bayrami den Ball da wieder zurecht. Bringt den Ball auch da wieder hoch rein. Achtung, kurze Verwirrung. Neuer war draußen und Maximilian Mittelstädt. So, jetzt mal die Chance vielleicht. Florian Wirtz. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz, aber es ist wieder keiner vorne und dann dieser Ball wirklich ins Nichts. Also das ist wirklich sehr überraschend, sehr schwach. Die Deutschen verlassen sich anscheinend auf ihre Qualität in der Verlängerung. Gegen Slowenien hier hat es ja geklappt. Das 1:0 dann kurz vor Schluss durch Füllkrug. Aber mal gucken, es kann nur besser werden. Jetzt mal vielleicht die erste richtige Chance über Wirtz. Wirtz bringt den Ball rein. Gündogan, das ist doch die Chance. Die allererste gefährliche Chance nach 62 Minuten. Einfach den Ball vorne mal reingeflankt. Gündogan
Bekommt den Ball dann leider nicht so gut kontrolliert und dann ist auch Berisha im Tor da. Wechsel bei Albanien, Laci kommt für Asani rein. Vielleicht war das jetzt so eine Art Weckruf. Mutmacher für die Deutschen, dass es auch irgendwie geht. Jetzt vielleicht Gündogan und da ist Musiala. Mit dem ersten Torschuss nach 64 Minuten, dreifaches Ausrufezeichen. Vielleicht war das auch nur ein kleiner Ausflug oder vielleicht ist es jetzt, wie gesagt, das Signal gewesen für die Deutschen, jetzt richtig Gas zu geben. Und sie machen direkt da weiter. Wieder gutes Gegenpressing, Gündogan. Jetzt geht es auch mal ein bisschen schneller und direkter nach vorne. Und schon hat man den Platz und die Lücken. Wirtz kommt leider vorne nicht ran. Aber hier, gutes Gegenpressing, Kroos. Jetzt sind sie wach, jetzt sind sie da. Wirtz mit der nächsten Chance. Und da ist Musiala. Der Abschluss muss schneller kommen. Aber sie gehen wieder ins Pressing rein. Und da ist die Führung. Durch Kai Havertz. Minute 69. Das kommt ein bisschen überraschend. Nicht verdient, aber das ist sowas von egal. Aber man hat endlich vorne mal sich festgesetzt, ging hier ins Pressing rein. Die Albaner unverständlicherweise spielen sie den Ball auch mal nach hinten rein. Und dann ist Berisha somit die ärmste Sau da hinten, der den Ball nicht verteidigen kann. Und Havertz schießt Deutschland eventuell ins Finale. Und die Albaner wird das natürlich ärgern. Ein katastrophaler Fehler eigentlich. Das darfst du hinten nie so ausspielen. Aber den Deutschen wird es egal sein. Noch 20 Minuten, der Countdown läuft Richtung Finale. Und Albanien muss natürlich jetzt quasi alles nach vorne werfen. Die müssen ihre Verteidigung bald auflösen, um noch irgendwie vorne den Ausgleich zu schießen. Und das gibt natürlich Räume für Deutschland. Hier Wirtz, Mittelstädt, jetzt sind sie da. Das war ein wirklicher Weckruf. Das Tor scheint Sicherheit gegeben zu haben. Kimmich da, wird gefoult, aber es geht weiter. Aber sie gehen sofort weiter ins Gegenpressing rein. Und Albanien kommt über Seferi. Die sind ja aber noch nicht geschlagen. Die scheinen wenig geschockt. Machen einfach da weiter. Und genauso wie sie bislang auch gespielt haben. Flanke kommt. Aber auch hier wieder geklärt. Und jetzt Deutschland mit dem nächsten Versuch für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Ein bisschen auf Zeit zu spielen und die Albaner wegzuhalten vom eigenen Tor. Kimmich gegen Mitai. Da ist Havertz. Lässt sich wieder ein bisschen fallen. Das bringt auch alles wieder ein bisschen Zeit. Spielen jetzt schon auf Zeit, gehen zur Eckfahne, aber die Chance aufs Zweite jetzt. Musiala im Strafraum 1 gegen 3. Havertz mit der Chance. Schieß, Junge, schieß Gündogan! Und das ist die Entscheidung. Der Schuss ins Finale. Minute 82, der Kapitän höchstpersönlich. Am Ende wird dann wahrscheinlich die Effizienz entscheiden. Die individuelle Klasse hier Musiala gegen 2-3 Mann. Der sich da gut behaupten kann. Havertz dann und Gündogan, der kann sich das Eck eigentlich aussuchen. Schießt ins kurze Torwart-Eck und schießt Deutschland somit ins Finale dieser Prognose hier. Hätte man nach der ersten Halbzeit so wirklich gar nicht gedacht. Also Albanien war wirklich kurz davor, hier in Führung zu gehen. Dann der katastrophale Fehler natürlich. Das darf nie passieren in so einem Halbfinale. Und dann das zweite Tor. Sagen wir einfach von der individuellen Klasse her gut ausgespielt, ein bisschen höher gepresst und schneller gespielt vor allem. Und dann klappt das auch mit dem Tore-Schießen. Aber Albanien nochmal, Respekt muss man sagen, hier wirklich in der Prognose sich bis ins Halbfinale vorgekämpft. Also wenn sie das auch in echt schaffen sollten, irgendwann mal, das ist der größte Erfolg. Natürlich, selbstverständlich für so eine kleine Nation, für ein Land, was noch nicht so oft an großen Turnieren teilgenommen hat. Weltmeisterschaft, geschweige denn Europameisterschaft, immerhin, aber Weltmeisterschaft noch nie. Und mal gucken, wie sich der albanische Fußball entwickelt. Ob sie die nächsten Jahre es noch häufiger zu so großen Turnieren schaffen. Vielleicht sogar mal zu einer Weltmeisterschaft. Das wird man mal sehen. Aber aus Sicht der Deutschen natürlich haben sie jetzt die große Chance dann im Finale die Europameisterschaft vor eigenem Publikum zu gewinnen. Das Halbfinale hier, besonders dann in Halbzeit 2, wie gesagt, von der individuellen Klasse her dann doch verdient. Und Havertz nochmal mit einer Chance. Die bekommt er aber nicht. Die bekommt er dann vielleicht wieder im Finale. Der Gegner dort. Entweder Spanien oder Frankreich. Also es geht nicht viel leichter weiter. Albanien hat sich wirklich gut geschlagen. Aber dann am Ende hat dann vielleicht die individuelle Klasse doch gesiegt. Auf jeden Fall das 2:0 der Deutschen. Und wir sehen uns wieder beim zweiten Halbfinale. Dann wird der Finalgegner ermittelt zwischen Spanien und Frankreich.
Das ist schon so von den Namen her ein vorweggenommenes Finale. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Dann wieder hier aus Dortmund. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.